Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute gibt es für euch Schutz für den Kopf von U-Arms aus der Ukraine, den Tor DVN. U-Arms aus der Ukraine ist ein junges Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hat oder sich gedacht hat, wir müssen für unser Militär mal ein bisschen moderne Schutzausrüstung bauen. Und da haben sich dann aus ganz Europa Soldaten zusammengefunden, Einsatzkräfte, die dann hier quasi die U-Arms-Firma gegründet haben und damit auch hier mit dem ballistischen Schutzhelm oder Gefechtshelm gestartet haben. Die gibt es in verschiedenen Varianten, High Cut oder auch hier ganz normaler Cut mit den Ohren hier. Das wäre hier die High Cut Version, typische Obscore-Form. Hier auch kaum ein Unterschied zu sehen im Vergleich. Das ist jetzt auch kein Original Obscore, das ist ein China-Klon, aber einfach, dass ihr mal das gesehen habt, so im Vergleich. Wir haben uns gesagt, wir müssen den unbedingt mal vorstellen, weil der wirklich super interessant ist, gerade auch was er schon in der Grundkonfiguration euch an Features und Ausstattung bringt. Also da ist wirklich U-Arms sehr weit vorne. Muss ich sagen, ich vergleiche das jetzt gleich nochmal mit dem anderen Helm, dass ihr da mal einen Bezug habt, was da auch preislich machbar ist und was da geht. Fangen wir erstmal mit den Basics an. Das ist ein Gefechtshelm, also ein Kevlar-Helm, der noch ein bisschen mit Glasfaser verstärkt ist. Er wiegt ungefähr, beziehungsweise genau, wir haben ja gerade eben erst nachgewogen, 1480 Gramm, genauso wie er hier kommt. Also mit der NVG-Mount, mit den Rails und mit dem Padding-System, mit den ganzen Bebänderungen. Genauso in der Größe ML ist das hier, wiegt er 1480 Gramm. Also auch vom Gewicht her kann er sich sehen lassen. Ist jetzt natürlich kein M-Tech-Helm, der nur mit Kilo auf die Waage bringt, aber dafür kostet er halt auch nur einen Bruchteil. Ja, das muss man ja immer ganz klar sagen. Ja, den gibt es in verschiedenen Farben, in Sandfarben, hier in Oliv. Das Oliv ist übrigens super cool getroffen, also gerade hier, wenn man hier schaut, mit Ranger Green im Vergleich, das kommt wirklich sehr nah dran. Also auch farblich super getroffen, auch den Coyote haben wir schon gesehen, der hat einen sehr schönen Farbton. Das ist auf jeden Fall gut umgesetzt. Gehen wir mal von außen nach innen. Angefangen hier mit der NVG-Mount. Das ist auch eine eigene Mount. Da hat man gesagt, wir nehmen ein System, was aus dem eigenen Haus kommt, nicht jetzt irgendwie Wilcox oder sonst irgendeine Marke. Gibt es auch einzeln zu kaufen, by the way, falls ihr den nachrüsten wollt. Ich finde die jetzt optisch nicht so ansprechend. Aber Optik ist ja nicht alles. Viel wichtiger ist ja, dass das teure Nachtsichtgerät sicher gehalten wird. Und das wird es hier auch. Ist eine Kombination aus Polymer und Aluminium, genauso wie auch bei Wilcox das der Fall wäre. Und hier haben wir auch eine Wilcox Mount, die setze ich hier rein. Und das ist wirklich auch so, dass die hier bombenfest passt. Na, man muss vielleicht die Bänder noch vorher wegmachen, dann funktioniert es auch mit dem Nachbar. So. Also die ist wirklich absolut wackelfest, bewegt sich kein Millimeter. Ist super gut umgesetzte Mount. Gefällt mir viel besser als bei den China-Klonen. Die normale Mount, die dabei ist, ist einfach nur komplett aus Aluminium. Nur Metall ist manchmal gar nicht so gut, muss ich sagen. Hauptsache der Kern ist stabil und der Rest kann ruhig auch aus Polymer sein. Wird dann auch hier mit einem 3-Punkt-System verschraubt, wie man das auch bei den anderen Helmen kennt. Ja, hier die Bungees entsprechend gehen in die Rail über. Die sind dann auch zur Sicherung des Nachtsichtgeräts. Die werden hier ineinander gehakt und können hier auch jederzeit natürlich voneinander getrennt werden. Ist auch ganz schön umgesetzt, dass die so ein In-sich-Verhaksystem haben. Die Bänder gehen hier über in die Rail. Die ist auch kompatibel mit den gängigen Obscore-Anbauteilen. Ist ein bisschen straffer, muss ich sagen. Also ich habe jetzt schon mal hier versucht, eine Princeton-Tech-Lampe einzuschrauben oder einzuschieben. Das ging wirklich sehr, sehr straff. Da muss man ein bisschen Kraft anwenden, aber ist auf jeden Fall kompatibel. Genauso auch wie die Peltor-Kopfhörer, die kann man hier anbringen. Das ist auch kein Problem, das funktioniert. Und hier sind auch gleich nochmal die Straps mit dabei, wenn ihr ein Halo-Brillenset anbringen wollt oder eine Maske oder sonst irgendwas. Das wird hier auch gehen. Wie ihr es hier schon im Überblick gesehen habt, der Helm kommt natürlich auch mit Klett. Wie soll es auch anders sein? Jeweils hinten im Bereich habt ihr hier oben, also oberer Hinterkopf, habt ihr hier einen Bereich. Der ist perfekt von der Platzierung her für ein Helmlicht. Also der ist wirklich vom Winkel, sitzt es dann genau richtig. Dann habt ihr eine Top
Platzierung. Hier unten nochmal eins, rechts und links natürlich. Und was ich immer auch schön finde, ist, wenn hier vorne nochmal ein Klett ist, dann kann man hier vorne nochmal was Schönes drauf machen, Blutgruppe oder sowas. Und das hat dann auch den Vorteil, dass die Bänder da nicht so klackern, wenn die mal da gespannt werden. Ja, aber das ist ja alles jetzt nichts Besonderes. Jetzt kommen wir mal zu dem Besonderen, wo ich sagen muss, Hut ab, U-Arms, das habt ihr echt gut gemacht. Und zwar das Innenleben. Das Innenleben des Helms ist nämlich von Haus aus schon so, dass ich sage, das ist absolut top. Also da muss man wirklich nichts verbessern. Wir fangen mal mit der Bebänderung an. Das ist eine 4-Punkt-Bebänderung, die mit einem Disksystem eingestellt wird. Das funktioniert auch im Gegensatz zu den ganzen China-Klonen, die ich bisher in der Hand hatte, reibungslos und sitzt bombenfest. Ja? Also man löst hier den Knopf zum Öffnen und zum Feststellen reindrücken und dann kann ich das hier entsprechend einstellen, anziehen, so wie ich das brauche. Ich zeige es euch gleich nochmal am Kopf, wie das funktioniert. Und dann wird das ganze System hier natürlich auch, wie man das auch bei Obscore kennt und Klonen, mit der Rail entsprechend im Helm verschraubt. So, Kinnriemen, ganz simpel gelöst. Der könnte, ja, der ist eigentlich auch komfortabel, aber da haben andere Hersteller natürlich hier so einen Ledereinsatz. Das ist jetzt hier ganz simpel gelöst eigentlich, aber ist auf jeden Fall nicht unbequem. Die Pads sind wirklich absolut erwähnenswert, muss ich sagen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal so einen um die 500 € Helm, so einen Obscore-Klon gekauft habt. Die haben in der Regel diese harten, festen Pads drin. Also die müssen auf jeden Fall immer ausgetauscht werden, mein Empfinden zumindest, weil die sonst unerträgliche Kopfschmerzen erzeugen. Hier ist wirklich schon dieses Pad-System. Das erinnert hier sehr stark an das Team Wendy Pad-System. Haben wir hier verbaut. Das ist wirklich erste Sahne. Also den setzt man auf und egal wer ihn aufsetzt, das ist wirklich das Spannende. Der kam hier genauso, wie er jetzt konfiguriert war, kam er. Der Stefan hat ihn aufgesetzt und gesagt, boah, außer dass der Helm einen Ticken zu groß ist für seinen Kopf. Also den setzt man wirklich auf den Kopf und der passt direkt, ohne dass man hier groß noch was an den Innenpaddings verstellen müsste. Die sind wirklich perfekt platziert. Drehe ich noch fest, kann unten den Kinngurt zumachen und fertig. Hier ist auch bei der Begurtung ist es so, dass ich die ganz einfach hier mit so einem Schieber kann ich hier die Größe entsprechend regulieren. Hier hinten auch nochmal. Ja, also den kann man sehr, sehr schnell auf seine persönlichen Bedürfnisse einstellen. So, ziehe ich ihn hier noch ein bisschen ran. Dann habe ich ihn jetzt so. Kann natürlich auch die Kinnpartie so tragen, wie man sie tragen soll. Die Schnalle ist auf der linken Seite, also für Rechtsschützen primär gemacht. Wirklich ein super komfortabler Helm. Was die ballistische Leistung angeht, können wir jetzt leider momentan nicht mit dienen, da wir ja hier in der Corona-Zeit sind und da entsprechend keine Schutz- oder Beschusstests machen können. Das werden wir aber auch, wie gesagt, auch nochmal nachholen. Hatten wir bei einem anderen Best Protection Produkt schon gesagt. Das heißt, auch hier werden wir hergehen und sagen, diesen Helm werden wir nochmal beschießen und gucken, dass wir da die ballistische Schutzwirkung euch nochmal zeigen. Habe ich noch gar nicht gesagt, was für eine ballistische Schutzwirkung er hat. NEJ 3A ist das entsprechend. Also das ist auch Standard für normale Kevlar-Helme. Also diese Schutzklasse ist laut Hersteller auch gegeben. Ja, jetzt kommen wir mal zum Kill-Kauffaktor, sage ich mal, im Vergleich zu einem China-Helm. Das habe ich euch ja schon gesagt, das wollte ich nochmal vergleichen. China-Klon-Helm kostet in der Regel um die 450, 500 €, 499 in der Regel, kriegt man vielleicht auch nochmal billiger. Aber dann habt ihr, wie gesagt, diese billige, schlechte Aluminium-Mount vorne drauf in der Regel und habt vor allem ganz schlechtes Pad-System und auch das Anspannsystem ist in der Regel kein gutes. Würde jetzt, wenn man es zusammenrechnet, hat man hier, sagen wir mal, rund 500 € für einen Helm. Dann nochmal Bebänderung. Wenn man Team Wendy nimmt, ist man locker nochmal 300 € los. Sind wir bei 800 €. Eine Mount, sagen wir knapp 900 € hat man den Helm aufgebaut. Ja, da ist noch nichts dran. Da ist noch kein Licht dran, kein Obscore, kein Peltor, kein gar nichts. Ja. Und der Helm, der kommt wirklich so wie er ist schon perfekt und kommt ungefähr vom Preis her mit der Hälfte aus. Also das ist wirklich nochmal ein Verkaufsargument für diesen Helm.
Wie gesagt, ich finde ihn optisch sehr, sehr schön. Wenn er die Schutzwirkung hat, ist er wirklich vom Komfort her allererste Sahne. Das bringt uns auch schon zum Fazit, weil mehr kann man jetzt ja, da wir den nicht wirklich testen können, über diesen Helm sagen. Der ist wirklich absolut top vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Er ist super bequem. Ihr kriegt auch von UARMS sämtliche Teile zusätzlich. Also wenn ihr sagt, mir gefällt jetzt gerade diese Mount, wo ich jetzt sage, mir gefällt sie optisch nicht so, mir gefällt die super gut, die kann ich separat bestellen und an einen anderen Helm dran bauen. Ihr könnt die Schienensysteme separat kaufen, ihr könnt das Padding-System, was auch nochmal eine absolute Alternative ist hier zum Team Wendy, weil das auch wirklich nur einen Bruchteil davon kostet, kann man separat bekommen. Es gibt noch hier Seitenschutz für den Helm, also man kann ihn wirklich optimal aufrüsten. Da stöbert ihr einfach mal bei Best Protection, die führen den Helm nämlich auch und unter anderem auch nochmal eine Bump-Version davon aus Carbon, glaube ich, ist die, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Link zu Best Protection ist unten eingeblendet. Schaut wirklich mal rein. Das ist super interessant, das Zeug, wenn ihr es noch nicht getan habt. Von uns ganz klar eine Empfehlung. Ausgenommen natürlich die Schutzwirkung, die können wir jetzt noch nicht testen. Habt ihr noch Fragen zum Produkt? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr selber schon Erfahrungen mit dem Produkt gesammelt? Würde uns sehr interessieren. Auch rein in die Kommentare. Ansonsten wie immer, Abo, Glocke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann, bye bye.